Ja, also ein Lieblingsprojekt für die heurige Klangwolke ist extrem schwer, weil auf der anderen Seite bin ich natürlich total begeistert von diesen ganzen Hightech-Inszenierungen, den Drohnen, wie die mit den Industrierobotern da zusammenarbeiten werden. Aber ich glaube, das, was mich im Moment am meisten auch beschäftigt, ist dieses Klangwolken-ABC, weil es so eine schöne Idee ist, einerseits mit den Buchstaben, die durch die Aktionen der Menschen zu Wörtern, zu Sätzen, zu Botschaften werden. Damit kann man wunderbar diese ganz wichtige Phase des Übergangs vom Internet, von einem Informationsraum in einen sozialen Raum darstellen. Und vor allem gibt es Tausenden von Menschen die Möglichkeit, wirklich aktiv an der Klangwolke teilzunehmen. Sie zu überlegen, mit welchen Buchstaben würde ich dorthin kommen, wie soll der Buchstabe ausschauen, wie soll er gestaltet sein, dann habe ich den Spaß, das ich baue und dann lasse ich mich da connecten, anstecken und bin dann wirklich für diese Stunde am Samstag aktiver Teil der Klangwolke. Das ist unheimlich inspirierend. Ja, ich finde das Thema insgesamt sehr spannend, ohne noch auf einzelne Projekte einzugehen. Aber zwei Themen gefallen mir ganz persönlich auch am meisten. Das ist auf der einen Seite wirklich der rein technische Anspruch, das geht gar nicht anders, wenn man von der Föstalpine kommt, wirklich diesen großen Schwarm für wohlgemerkt friedliche Zwecke im Freien fliegen zu lassen. Also da bin ich neugierig und spannend betrachte ich das, wie das funktionieren wird. Und der andere Punkt ist schon auch die Möglichkeit mit Buchstaben sozusagen, die sich zu Wörtern verformen, die so ganze Sätze werden, die auch steuerbar sind, weil die einfach ganz stark widerspiegeln, wie unser Dialog digital funktioniert. Ich will da gar nicht auf Facebook und Co. eingehen, aber unser Dialog, den wir beide führen, hat sich digitalisiert. Und aus vielen Teilen entstehen gemeinsame Mehrheiten und andere Themen. Und das interessiert mich sehr, sehr stark, weil wir hinter diesem ganzen Digitalisierungsthema auch eine gesellschaftliche Veränderung haben, die noch nicht greifbar ist. Und das zeigt dieses Projekt dann schon sehr gut auf. Für mich ist bei dieser Klangwolke im Jahr 2012 eine deutliche Klammer. Und zwar 1979 hatten wir Radio ins Fenster als erste raumgreifende Idee. Und jetzt dieses Internet, das ist in all diesen Zeiten, 33 Jahre Klangwolke, einfach eine ganz deutliche Klammer. Und deshalb ist sie für mich so faszinierend. Der Raum einst und der Raum heute. Wenn so viele Menschen mitmachen können, kann alles Mögliche dabei rauskommen. Es kann gewaltig sein, es ist ein Zufallsprodukt letztlich, was vielleicht sehr ungewöhnlich sein kann, bemerkenswert sein kann, aufregend sein kann, nachhaltig sein kann. Alles ist möglich. Nichts ist fix, wie es so schön heißt. Es gibt ein großes Lieblingsprojekt und das ist die Klangwolke. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Also ich meine, die Buchstaben, das wird der völlige Wahnsinn. Ich meine, die Drohnen sowieso, quasi als Weltrekordsversuch natürlich auch die heikelste Geschichte, die wir vorhaben. Die Roboter, die Industrieroboter und die Androiden, die oft, also ich meine, was hast du am liebsten ist das ganze Ding, glaube ich.